Guten Morgen aus Albanien und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Heute ist der 1. Oktober 2021. Ich befinde mich an der albanischen Riviera und fahre jetzt weiter Richtung Sarandë. Und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich bin wieder auf der Straße. Es geht jetzt erstmal bergab und die Straße liegt im Schatten. Deswegen habe ich einen Pullover an. Es ist 8:30 und noch ein bisschen frisch. Aber ich bin auch ein bisschen verwöhnt jetzt von den warmen Temperaturen. Und sobald es gleich wieder hochgeht, muss ich den Pulli auch wieder ausziehen. Ja, wollen wir mal sehen, was jetzt auf mich zukommt. Da oben geht es jetzt rauf und hätte ich das gewusst, dass das so schnell kommt, hätte ich die Jacke erst gar nicht angezogen. Ja, das fing steil an. Ich bin noch nicht oben, aber hier war gerade so eine schöne Aussicht. Die ganzen Tage, die ich jetzt in Albanien war, war es so bedeckt und diesig und jetzt endlich mal scheint die Sonne vom blauen Himmel. Es sind zwar ein paar kleine Wolken hinten am Horizont, aber endlich mal ist das Meer blau. Der zweite Anstieg des Tages ist geschafft. Der teilte sich auf in einen etwas flacheren und dann einen sehr steilen hier im Ort. Ich bin nicht ganz so fit wie gestern, aber nicht ganz so schlapp wie vorgestern. Es ist halt noch ein bisschen früh. Leider liegen die Aussichten jetzt alle im Gegenlicht. Die Sonne steht halt genau im Osten und ja, schade. Aber kann ich jetzt nichts machen. Ich komme jetzt nicht extra heute Abend nochmal hier rauf, um das bei besserem Licht zu filmen. Zum Glück ist heute gar nicht viel Verkehr, ab und zu ein Auto. Eigentlich war es an der ganzen albanischen Riviera bisher relativ ruhig. Und da bin ich auch sehr froh drum. Ich hatte mir schon große Sorgen gemacht, als ich von Tirana bis Vlora gefahren war, dass das jetzt bis zum Schluss so weitergeht. Aber hier ist es wirklich schön. Die Straße führt jetzt nicht mehr am Meer entlang, sondern hinter den Bergen durch dieses Tal. Ich hoffe, jetzt kommen erstmal nicht mehr so steile Anstiege, aber erstmal muss ich hier runterkommen. Ich bin die Abfahrt heile runtergekommen. Ich bin so froh, dass ich gestern die Bremsbeläge gewechselt habe hinten. Die Bremsen packen jetzt wieder so viel besser. Das ist so ein gutes Gefühl. Ja, jetzt geht es hier in Wellen unten am Hang entlang, aber hinter den Bergen. Das Meer liegt jetzt auf der anderen Seite. Ja, im Moment ist es hier ein ganz gemütliches Entlanggondeln oberhalb des Tals. Ja, Sarandë ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Aber man weiß ja nie, was kommt. Wenn nicht doch noch ein Berg dazwischen ist. Ich schaue auch lieber nicht aufs Höhenprofil. Das macht mir nur Angst. Plötzlich bin ich schon in Sarandë. Das ging jetzt wirklich schnell. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt noch nicht im Zentrum, das ist jetzt hier den Berg runter. Und da will ich mal sehen, ob ich jetzt erst noch hier bleibe eine Nacht oder direkt auf die Fähre gehe. Schaue ich jetzt erstmal. Also um 10:15 Uhr ist eine gegangen, das ist jetzt gerade vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste fährt. Yeah. Ich bin tatsächlich in Sarandë angekommen und zwar heile unten am Berg, am Wasser, an dieser Bucht. Es ist keine Schönheit, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier bin. Es ist das, glaube ich, das letzte Stück Küste von Albanien, soweit ich weiß. Ich muss noch mal genau gucken auf der Karte. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Es ist überwältigend, hier zu sein. Jetzt muss ich mal schauen, was ich mache.
Ich habe eigentlich keine große Lust hier zu bleiben, noch eine Nacht, weil es gibt ja eigentlich nichts zu tun. Und ja, ich habe nur noch wenig Leck. Ich möchte sehen, ob ich die nicht in eine Fahrkarte oder eine Schiffsfahrkarte nach Korfu investieren kann. Ich muss jetzt aber erstmal den Hafen finden und dann schaue ich mal weiter, ob ich da überhaupt rüberkomme. Eigentlich ist der Grenzübergang hier nicht offen. Ich müsste eigentlich ins Inland fahren und dann über die Grenze und wieder so zurück. Aber irgendwie soll es mit der Fähre gehen. Aber ja, man weiß es nie, ob es dann funktioniert oder ob ich gleich nochmal wieder aufs Fahrrad muss und ins Inland hinein radle. Schauen wir mal. Ich habe den Fähranleger gefunden und auch ein Büro, wo ich die Tickets kaufen konnte. Ich habe jetzt auch ein Einreiseformular für Griechenland ausgefüllt. Das war eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe einen QR-Code bekommen und den muss ich dann bei der Einreise vorzeigen. Ja, das Boot ist so ein Tragflächenboot. Das wird eine Stunde brauchen, um darüber zu kommen, denke ich. Ich hoffe, die nehmen Fahrräder mit. Man war sich im Büro nicht so ganz sicher. Aber ich habe schon mal dafür bezahlt. Ja, am Horizont tauchen gerade Gewitterwolken auf. Ich hoffe, es bleibt noch trocken, bis ich abfahre und wird nicht zu stürmisch bei der Überfahrt. Und ja, ich habe in Korfu jetzt schon erstmal für die ersten paar Tage ein Apartment gemietet. Schaue mir das an und wenn mir das dann nicht so gut gefällt, miete ich dann für die restlichen Tage ein anderes Apartment oder gehe auf einen Campingplatz oder mache sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Jedenfalls mein Flug geht zurück am 14. Oktober und bis dahin mache ich eben jetzt noch ein bisschen Urlaub auf Korfu. Ich hoffe, das Fahrrad hält soweit dann durch und ich kann dann noch ein bisschen rumfahren. Vielleicht finde ich ja auch noch jemanden, der Speichen mit 27,5 Zoll bestellen kann, aber da sehe ich schwarz. Ja, damit ist jetzt die Radtour auf dem Eurovelo 8 beendet für mich hier in Sarandê. Der Eurovelo 8 ging jetzt weiter über das griechische Festland bis nach Athen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich hatte mir die Option offen gelassen, aber da ja jetzt die Speiche gerissen ist, werde ich das nicht mehr tun. Und jetzt eben, wie gesagt, ein paar Tage Urlaub auf Korfu machen, das wird mir sicher auch gut tun. Und dann spare ich mir noch ein bisschen schlechtes Oktoberwetter in Deutschland. Ja, das ist jetzt 7 Wochen her, dass ich von Deutschland aus gestartet bin und hier runtergeradelt bin. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich hier jetzt am untersten Zipfel von Albanien sitze, in der Sonne. Da ziehen zwar, wie gesagt, Gewitterwolken auf, aber trotzdem, es ist warm. Es ist eigentlich sehr nett und entspannt, ganz leer hier. Das wird auf Korfu wahrscheinlich gleich ein bisschen anders sein. Überhaupt denke ich, dass wenn jetzt die Herbstferien in Deutschland beginnen, auch wieder mehr Touristen dahin kommen. Und deswegen habe ich auch lieber noch ein Apartment vorgebucht, damit ich da nicht stehe. Ja, leider habe ich meine SIM-Karte verloren, meine deutsche. Ich weiß nicht, wie ich das angestellt habe, aber sie ist nicht mehr auffindbar. Und dann habe ich jetzt in Korfu kein aktuelles Internet und muss dann hoffen, dass die Unterkünfte WLAN haben und ich mich dann dadurch melden kann. Ich denke mal, die erste Unterkunft wird welches haben, aber Griechenland wird nicht so schnelles Internet haben wie Albanien oder Montenegro oder Kroatien. Da war es wirklich hervorragend. Ja, ich melde mich dann gleich nochmal von dem Boot. Und dann von Korfu. Das ist das Boot, mit dem ich jetzt übersetzen werde. Ich hoffe, das geht gut. Ja, auf Wiedersehen Albanien. Es war schön und interessant, aber auch sehr anstrengend. Jetzt geht es weiter in Griechenland auf Korfu. Willkommen auf Korfu. Ich habe es tatsächlich geschafft.
Die Bootfahrt ging eigentlich, ging jetzt auch richtig zügig. Halbe Stunde war ich da. War zwar ein bisschen schaukelig mit diesem Tragflächenboot, aber ich bin nicht seekrank geworden, das ist schon mal sehr gut. Ja, und jetzt bin ich hier im Hafen von Korfu und werde jetzt nach Norden fahren zu meinem Apartment, das ich mir gebucht habe. Ich habe, glaube ich, noch Empfang von der albanischen SIM-Karte. Das wäre natürlich toll, weil die gilt noch bis zum 24. Ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Das Wetter hat sich leider geändert, hat sich zugezogen. Ich muss gleich mal schauen, wie es weitergeht mit dem Wetter, aber eigentlich sollte es gut werden. Ich bin inzwischen in meinem Zimmer in Guvia angekommen. Das habe ich für 3 Tage gebucht, aber da werde ich nicht bleiben. Das habe ich nur erstmal gemacht, um irgendwo anzukommen und von da aus dann einen schönen Ort zu suchen, wo ich dann die restlichen 10 Tage vielleicht verbringen kann, bis ich dann zurückfliege. Ja, hinter mir sieht man die Berge von Albanien, von der albanischen Riviera. Und ich kann gar nicht glauben, dass ich da gestern noch oder sogar heute noch herumgefahren bin mit meinem Fahrrad. Es ist einfach der Wahnsinn. Auch, dass ich jetzt hier bin, so weit weg von zu Hause und mein Ziel jetzt erreicht habe. Ja, eigentlich juckt es mir aber schon wieder in den Beinen. Ich würde gerne bis Athen weiterfahren, aber es geht nun mal nicht. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrtüchtig, eine Speiche fehlt. Und eine 27,5 Zoll Speiche kriege ich hier in Griechenland nicht. Die hätte ich mir mitbringen müssen. Aber ich wusste nicht, wie ich sie transportieren sollte, ohne dass sie verbiegt. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, ein paar Tage hier. Am 14. Oktober fliege ich zurück. Heute ist der 1. Und ich werde mich hier umschauen, ein bisschen Urlaub machen und dann auch ein paar Videos davon drehen. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!